Welcome back, liebe Community, hier in meinem Ron Reviewed Kanal. Wir haben schon eine Zeit lang nichts voneinander gehört. Höchste Zeit, dass ich mich wieder bei euch melde. Das hat nicht den Grund, dass mir etwa das Reviewen zu langweilig wurde. Nein, ich habe einiges für euch getestet. Nach dem Project Cars 2 Release habe ich mir gedacht, ich mache euch ein Video. Wie sieht es aus mit meinen Lieblings-Sim-Racing-Games? Wie performt Project Cars im Vergleich zu Project Cars 1? Wie sieht es aus mit Assetto Corsa, Race Room, und diese 4 Testkandidaten stelle ich euch in einem detaillierten Review gegenüber. Bevor ich jetzt loslegen möchte, möchte ich euch noch sagen, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten. Den kleinen Kanal, den ich vor einem Jahr gestartet habe ich begonnen, weil ein Freund von mir gesagt hat, er findet keinen deutschsprachigen Sim-Racing-Content hier im Netz und macht doch mal was Detailliertes dazu. Das habe ich getan und im Laufe der Monate hat sich das Ganze so weit entwickelt. Ich sage, liebe Community, vielen Dank dafür. Ich bin immer noch geflasht, was sich getan hat in den letzten Monaten. Wir gehen jetzt in Richtung 1000 Abonnenten, noch nicht ganz. Und ich habe mir da echt das zu Herzen genommen und plane ein 1000 Abonnenten-Special, wenn es soweit ist, und werde dafür meine geliebte Commodore, also meine C64-Tasse opfern. Die geht dann an einen von euch. Ich werde die irgendwie verlosen und schicke euch das Ding dann dazu. Das ist ein kleines Präsent von meiner Seite, weil ich so Freude habe mit euch, mit euren Kommentaren. Ihr merkt, dass die mir schreiben in der Kommentarfunktion, ich antworte ausführlich. Ich nehme mir wirklich gerne Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Noch etwas, was euch im Anschluss an unserer quasi Spiele-Review erwartet. Ich gebe euch dann einen kurzen Ausblick. Und ihr seht hier, ich habe mich diesmal gut vorbereitet, habe einen richtigen Spickzettel hier angelegt, weil ich mich jedes Mal wieder ärgere, dass ich jede Menge vergesse, was ich euch eigentlich sagen wollte. Da schaue ich jetzt mal schnell drauf. Vielen Dank nochmal für euer Beisein, und was möchte ich nachher mit euch noch besprechen? Im Video, speziell bei Assetto Corsa, möchte ich mich auch kurz ums Modding kümmern. Wie geht das? Mit ein paar Klicks könnt ihr dieses Spiel sozusagen pimpen, kostenlosen Content nutzen. Das zeige ich euch mal, wie ihr mit einem alten Opel Manta hier auf einer bayerischen Landstraße durch die Gegend fährt. Das ist wirklich spannend. Dann möchte ich euch noch im Anschluss einen Ausblick auf Pimax 8K geben, unsere VR-Fanboys hier am Start. Die fragen sich, ja, wie schaut es aus mit meiner Oculus? Da habe ich euch oft schon davon berichtet, was das für SimRacer ausmacht. Da gebe ich euch einen Ausblick, was ich mit Kickstarter und Pimax am Hut habe. Dann den Neueinsteigern zu VR, denn dann möchte ich einen kurzen Link geben, wie einfach Neueinstieg sein kann, welche Anforderungen für den PC benötigt. Und klarerweise die Fanatec-Fanboys von euch warten auf den Direct Drive Wheel Release, und da möchte ich auch am Anschluss gegen Ende des Videos ein paar Worte dazu verlieren. Doch lasst uns jetzt beginnen. Ich schnappe mich jetzt für euch Race Room. Starten wir mit Race Room, vergleichen wir es mit den anderen Spielen. Bis gleich. Los geht's mit Race Room. Eines meiner 4 Highlight-Games sozusagen. Was fällt mir bei Race Room auf? Was kann ich euch dazu sagen zu diesem Spiel? Eines vorweg, ich möchte diese 4 Videos gegenüberstellen. Ich nehme immer die wichtigsten Sachen für euch zur Brust sozusagen. Ich kümmere mich um das Force-Feedback, um die Grafik, um den Spielumfang, ja, und um die Grafik-Performance, auch ein Punkt, der äußerst wichtig ist. Gleich vorweg zu Beginn Race Room und der Sound. Hier mein absolutes Highlight, mein Lieblingsspiel in Sachen Sound, wenn ich an Sim-Racing-Games denke. Zu diesem Zwecke werde ich jetzt ein paar Sekunden meine Klappe halten. Ich bin leise, ihr seid laut, dreht eure Boxen auf und hört einmal rein, was hier ein 320 Turbo, ein alter BMW, an Sound euch wiedergibt. Ja Leute, das ist im Prinzip phänomenal, was hier Race Room auf eure Lauscher sozusagen zaubert. Ich kann euch eins garantieren, das zieht sich durch alle Race Room Karren sozusagen durch. Das heißt, ihr habt hier absoluten Referenzsound, was die Fahrzeuge angeht, und ihr hört diese ganzen Effekte, die könnt ihr ausführlich im Spielemenü einstellen, was ihr denn wie laut hören wollt. Da haben diese Race Room Developer Sector Studios Hervorragendes geleistet. Respekt an Race Room, eins meiner Lieblingsspiele in Sachen Sound. Was kann ich euch noch zu diesem Spiel sagen? Das ist an sich ein Free-to-Play-Titel, den ihr dann mit entsprechenden Zahlungen erweitern könnt. Das heißt, ihr kauft Content dazu und der ist sehr reichhaltig. Das heißt, ihr könnt hier richtig viel Geld lassen sozusagen. Diverse Klassen stehen zur Auswahl. Ihr habt die komplette DTM-Serie, ich glaube von 2013 bis 2017 weg.
verschiedene Strecken und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Content muss zugekauft werden. Ihr habt ja auch diverse Sales, das könnt ihr nutzen, da könnt ihr einiges an Geld sparen. Behaltet jedoch eure monetären, also eure Ausgaben quasi im Überblick. Das kann ich euch raten. Das Geld geht schnell dahin bei diesem wirklich tollen Spiel. Wie sieht es aus in Sachen Grafik? Da haben die RaceRoom Developer einiges getan, speziell im Umfeld hier im Hintergrund seht ihr über Bathurst diese Berge. Das sieht sehr gut aus, das kommt Fotorealismus gleich sozusagen. Ich möchte auch in der Grafik auf VR eingehen. Das Anti-Aliasing macht einen guten Job, ganz wichtig für uns mit unserer geringen Pixeldichte. Das funktioniert bei RaceRoom sehr gut. Immer noch alte DirectX 9 Schnittstelle, kleiner Nachteil in Sachen Performance. Das Maximal Setup in Sachen Grafik erzeugt recht starke Ruckler, die Foren sind recht voll davon. Setzt hier zurück auf Mittel, Low, testet nochmal eure Performance, die so wichtig beim Simracen ist. Wir hoffen dann bei RaceRoom, dass es irgendwann mal ein DX11 Upgrade gibt und dass das Ganze quasi VR zeitgemäß dann auch läuft. Was kann ich euch sagen zum Force Feedback? Bei Force Feedback platziert sich auf jeden Fall RaceRoom im Vorderfeld. RaceRoom macht einen tollen Job, was das Force Feedback angeht. Ihr könnt euch das Force Feedback anzeigen, Stichwort Clipping. Ich hänge euch dann wieder mein altbewährtes Review zum Thema Clipping hier oben mit rein. Da schaut nochmal rein, was es mit dem Clipping auf sich hat. Das heißt, gutes Force Feedback eurer Wheelbases bei RaceRoom. Über den Umfang bin ich eingegangen, Grafik, Sound, Top-Spiel für mich, RaceRoom, unbedingt reinschauen. Wie gesagt, Free-to-Play, ihr könnt hier auf einer Teststrecke von RaceRoom viele oder fast alle Autos testen, das kostet euch gar nichts. Springt rein damit, beschäftigt euch mit RaceRoom. Was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, das ist ein kleines Feature oder ein kleines Gimmick, das ihr bei VR wirklich genießen könnt. Was passiert eigentlich, wenn ihr aus dem Fahrzeug aussteigt hier und auf der Strecke rumspaziert? Das heißt, ihr seht, ich erhebe mich hier aus meinem Rennsport-Cockpit, steige aus, stelle mich quasi neben mein Rennsport-Cockpit und betrachte einmal, was die Developer so außerhalb des Fahrzeugs geleistet hat. Über die Replay-Videos kennt ihr das zwar schon, nur ihr seht jetzt hier, wenn ihr quasi direkt neben dem Auto steht, euch bückt, wie ihr detailverliebt hier diese Developer an diesen Fahrzeugen gearbeitet haben. Ihr seht hier ein plattes Bild jetzt auf eurem Monitor oder auf euren Smartphones. In Wirklichkeit könnt ihr das so vorstellen, ihr habt hier in VR das ganze Ding in Lebensgröße vor euch. Das heißt, ihr seht hier die Räder, die Motorhaube, alles in realer Größe. Das schaut verblüffend echt aus und ihr denkt, ihr steht hier in Bathurst an der Strecke. Ihr seht ja, der Kopf, der wird nicht mitgerendert, der spart Ressourcen natürlich hier in VR. Aber ihr könnt quasi das Auto in Lebensgröße betrachten. Da fehlt nur noch, dass ich so ein Wireless-Modul auf meiner Oculus Rift besitze und dann kann ich richtig um das Fahrzeug rumspazieren. Tolles Feature, ich zeige euch dann, wie das Assetto Corsa und PCAS Project Cars gelöst haben. Und da gibt es verblüffende Unterschiede, was diese Detailverliebtheit hier für die VR-Fanaten, die hier aus dem Cockpit sogar aussteigen und sich das Fahrzeug anschauen wollen, für euch bereithalten. Spiel Nummer 2 auf unserer Liste, Assetto Corsa. Ein Dauerbrenner sozusagen der Simracing Fanboys, ihr werdet das immer wieder empfohlen bekommen. Assetto Corsa, schaut euch das an. Ihr müsst das Spiel besitzen, das hat folgende Gründe. Die kann ich auch bestätigen. Jetzt konzentriert euch nicht wie vorher bei RaceRoom unbedingt auf den Sound, sondern konzentriert euch mal auf das Video, das ich euch mit einblende. Hier bezüglich des Force Feedbacks, was die Wheelbase macht, was die euch wiedergibt. Und da kann ich euch sagen, das ist das große Highlight von Assetto Corsa. Assetto Corsa und das Force Feedback, ja, das ist die Referenz quasi des Simracing Rennsports sozusagen und ihr könnt aus euren Wheelbases das Maximum quasi herausholen. Jetzt kommt dann immer die Frage bei Neueinsteigern, wie sieht denn das aus? Ich besitze eine Einsteiger-Wheelbase oder ein Einsteiger-Wheel. Ich kann euch da beruhigen oder versichern, auch da merkt ihr Unterschiede, nur zugegebenermaßen werden diese Unterschiede immer größer, umso weiter ihr quasi in den Klassen der Wheelbases aufsteigt. Trotzdem, es lohnt, Assetto Corsa, testet das an, ich erwähne das immer wieder. Das Setup, das ihr jetzt bei mir seht, das hat sich über die Jahre so zusammen gestapelt sozusagen. Ich habe begonnen vor ein paar Jahren mit Simracing und habe mir ein gebrauchtes Logitech Driving Force DFGT Wheel gekauft um 50 €. Das habe ich mir auf den Tisch geschraubt und mit diesen Zweiwegpedalen zum Simracen begonnen. Geniales Upgrade zu einem Gamepad, das kann ich euch sagen. Und ich bin dann halt über die Jahre so alle Phasen quasi des Simracing Equipments durchschritten, von Logitech DFGT zu
Logitech G27, Thrustmaster T500 RS, dann Fanatec Turbo S-Wheel und bin dann irgendwann einmal bei CSL Elite und CSW V2 Wheelbase gelandet. Ich kann alle eure Fragen, Kommentare nachvollziehen, auch wenn wir über Einsteiger-Setups reden. Ich habe das alles auch besessen und weiß, dass das sehr viel Spaß macht. Zurück jetzt zu Assetto Corsa. Force Feedback Nummer 1 bei diesem Spiel. Kommt ihr nicht drum rum, wenn ihr das testen wollt. Nummer 2, was kann ich euch sagen zur Grafik? Die Grafik ist quasi zweckgemäß, die ist nicht schlecht, nicht gut, die reiht sich im Bereich von Race Room ein. Das Anti-Aliasing für VR-Besitzer macht einen guten Job, nutzt da wie gesagt das Super Sampling 1.5. Ich habe das in meinem Oculus Rift Review euch einmal angedeutet und erklärt. Ich hänge euch den Link auch oben mit bei, guckt da mal rein, wie man das einstellt. Damit könnt ihr relativ gut leben. Zum Sound hinweg kann ich euch sagen, die ganze Bandbreite von allen Fahrzeugen von A bis Z, verschiedenste Klassen. Hier macht Assetto Corsa einen wirklich guten Job, keine Ausreißer jetzt unbedingt nach oben oder nach unten. Fahrzeuge hören sich realistisch und gut an, kommen an die Referenz von Race Room aber relativ deutlich nicht heran. Das muss ich klarerweise zugeben. Was kann ich euch sagen zum Umfang von Assetto Corsa? Der ist mittlerweile relativ groß. Ihr könnt diverse DLCs ordern, Ferrari DLC, Porsche DLC, das waren die letzten und da hat es noch einige gegeben. Für mich gehören die einfach zur Grundausstattung dazu, weil ich diese Studio wirklich gerne unterstütze und diesen Content immer gleich dazu kaufe, weil mir diese Studie die Force Feedback Referenz quasi gibt, die ich immer wieder genieße, fast am liebsten genieße. Ich habe auch die meisten Spielstunden meiner Sim Racing Games hier auf Assetto Corsa drauf. Ja, was gibt es noch zu sagen zur Atmosphäre? Schade bei Assetto Corsa, das ist ein kleiner Kritikpunkt, die Atmosphäre leidet etwas. Wenn ich dann später zu PCAS, Project Cars komme, ihr habt hier nicht wirklich einen richtigen Tag-Nacht-Wechsel, Wetterwechsel und so weiter. Das geht mir hier ein bisschen ab. Dann möchte ich noch kurz zu dem Multiplayer kommen. Wie sieht es mit Multiplayer aus? Kurz auch bei Race Room, da ist das sehr ähnlich gelagert. Ihr habt hier nicht einen eigenen Multiplayer, den ihr so selber schnell mit ein paar Klicks erstellt, wie das bei Project Cars funktioniert, sondern ihr könnt hier eben auf extra gehostete Server dann zugreifen. Das ist für den Ligabetrieb und so weiter relativ gut oder wahrscheinlich zweckgemäß. Wenn ihr mit euren Buddies schnell eine Lobby erstellen wollt, da reingehen und fahren könnt, das könnt ihr hier bei Race Room oder im Assetto Corsa leider nicht bewerkstelligen. Für mich immer ein bisschen ein kleiner Punkt. Ich fahre gern mit meiner Community, mache selber schnell Quick Races und so weiter und so fort. Das funktioniert leider da etwas umständlicher und wir müssen da immer auf andere Server zugreifen, uns da treffen und so weiter und so fort. Ja, der Umfang sehr gut. Ein weiteres großes Highlight von Assetto Corsa ist das Modding. Ihr könnt aus dem Spiel noch so viel rausholen. Da gibt es so wahnsinnig gute Modder, die ich jetzt immer wieder mal erwähnen möchte und euch kurz zeigen möchte, wie ihr mit ein paar Klicks das bewerkstelligen könnt. Nutzt das, ihr gradet euer Spiel gewaltig ab, sozusagen. Schaut da rein zu den Assetto Corsa Mods. Hier mit ein paar Klicks schnell erklärt, wie das zu bewerkstelligen ist. Ja, wie in der Einleitung schon angeteasert, ich habe mir einen speziellen Mod für euch ausgedacht. Da hat jemand, ein Community-Mitglied, vielleicht wohnt er auch dort, in einem bayerischen Dorf sozusagen, das heißt Abherzham, so heißt auch dieser Mod, hier einen Mod erstellt. Und da könnt ihr durch dieses Dorf fahren und um der Modding-Krone noch eins aufzusetzen, habe ich mir hier einen alten Manta, Opel Manta geschnappt. Die Oldies, so wie ich, die von euch, die kennen noch dieses tolle Gefährt Opel Manta, sozusagen ein richtiger Klassiker. Und ich düse hier über diese Landstraße, über Abherzham. Ich düse da hier meine Runden, ihr könnt da zuschauen. Das macht richtig Laune, dieser Modder. Ich kann dem nur gratulieren, der hat hier Großartiges geleistet. Das macht so Laune, mal abseits der gewohnten Rundstrecken quasi hier die Kreise zu drehen. Blickt euch um, ihr fährt hier an der Kirche vorbei, hier stehen Kühe an der Weide, ihr könnt die Rasenmäher-Traktoren, glaube ich, die kann man auch irgendwie noch modden und so weiter und so fort. Ich habe hier immer ein Schmunzeln auf den Lippen, wenn ich mit dem Auto hier diese kleine Runde quasi drehe und denke mir mal, wow, was hat dieses Modding-Community-Mitglied quasi hier auf die Beine gestellt. Großen Respekt, Daumen hoch vom Ron. Weitermachen, bitte Abherzham erweitern. Ich möchte hier gern durch die Gegend cruisen, mir kommt das auch irgendwie vertraut vor. Mach weiter so. Wie funktioniert das mit dem Modding selbst? Ich habe euch das zusammengestellt hier, zeige euch da kurz die Videoclips auf racedepartment.com, so heißt diese Seite.
Da könnt ihr euch einloggen, das kostet gar nichts, die stehen tolle Mods bereit und ihr könnt ihr seht, dass ihr hier filtern, auf der linken Seite klickt hier Assetto Corsa eben an, das entsprechende Spiel. Ich habe dann hier sortiert nach Rating sozusagen und habe mir hier dann, wenn ihr da runter scrollt, da findet ihr auf Seite 1, glaube ich, war das genau dieses Abherz haben da unten. Genau, das schnappt ihr euch, das ladet ihr euch runter, das ist ein ganz einfacher ZIP-File. Und diesen ZIP-File, den schnappt ihr euch dann, quasi anzippen gemacht, und Modding geht bei Assetto Corsa so einfach. Kopiert euch diesen ZIP-File, geht in euren Steam-Ordner hinein, ihr sucht euch euren Steam-Ordner, Steam Apps, Common heißt das, dann geht ihr zum entsprechenden Spiel, Assetto Corsa, und dann bei Content müsste das sein, genau hier, Content, und dann auf Track. Hier sind alle Tracks von Assetto Corsa drinnen und hier kopiert ihr den einfach rein. Dann habt ihr die Strecke drinnen und könnt in-game im Menü diese Strecke ganz simpel anwählen. So funktioniert das mit jedem Streckenmod, mit jedem Car-Mod. Einfacher war Modding noch nie, also so viel kann ich euch sagen. Moddet, ihr seid drinnen und so macht das Ganze wirklich viel Spaß und viel Laune. Kurz noch zurückgeblickt hier, ich habe euch dann auch hier quasi einen Walkaround gemacht. Wenn ihr dann einsteigt in das Ganze, habt ihr das hier drinnen, ihr wählt das Fahrzeug an und könnt hierbei in Abfahrtshaben quasi loslegen. Ja, Assetto Corsa, auch hier ein kleiner Walkaround ums Auto, ausgestiegen aus meinem Rennsport-Cockpit, und da muss ich sagen, was hier die Assetto Corsa-Macher gezaubert haben, das ist einfach fantastisch. Seht hier mal bei diesem Lamborghini GT3 ist das, glaube ich, jetzt hier. Ja, schaut einmal, wie viel Liebe im Detail da steckt. Guckt euch hier mal diese Reifen an, die Pneus, die sind richtig abgenutzt, die geriffelten Bremsscheiben, hier die Brembo-Bremssättel. Das ist einfach fantastisch, Leute. Wenn ihr das in Lebensgröße vor Augen habt, da seid ihr schlichtweg geflasht. Also ich kann euch sagen, ihr glaubt, ihr steht hier neben dem Fahrzeug. Und wie ich da mal in die Knie gegangen bin und wollte ich mich aufstützen an der Motorhaube und aufstehen, weil das so realistisch rumkam, dann griff ich natürlich ins Leere. Wer abseits der virtuellen Realität zuschaut, der lacht sich einen Ast. Aber das kommt so dermaßen realistisch rum. Ihr seht hier, ich stehe auf der NOS, blicke mich um und kann auf der Strecke rumgehen und bewundern, was einfach die Developer gezaubert haben. Gebt euch das, leiht euch so eine Rift von mir aus, die kostet 70 €, das geht über Mediamarkt, glaube ich. Testet das mal einen Monat und dann meldet mir rück in der Kommentarfunktion, lohnt das, und überlegt ihr einen Umstieg. Ich kann euch nur das Ganze empfehlen. Von meiner Seite, go for it. Lasst uns weitermachen mit Project Cars, hinein ins Cockpit zu Project Cars, und auch hier möchte ich wieder beginnen mit der großen Stärke dieses Spieles. Mein Lieblingstitel in Sachen Atmosphäre, Project Cars 1, das gilt genauso wie für Project Cars 2. Wir sind hier noch mit Project Cars 1 unterwegs. Ihr seht, dass diese Atmosphäre, diese Wetterwechsel, die ihr einstellen könnt. Ihr seht, ich habe hier leichten Regen eingestellt. Ihr fahrt hier in der Gischt eurer quasi vorfahrenden Fahrzeuge. Das macht so einen guten Eindruck. Das kommt so realistisch, so haptisch sozusagen rum, wenn ihr hier im VR-Cockpit sitzt und dies betrachtet. Die Sonne blinzelt hier durch. Ihr seht diese Gischt der Fahrzeuge. Bei Project Cars gehe ich später dann nochmal drauf ein, was sich dahingehend noch getan hat. Hier machen die Developer in meinen Augen das Beste, was Simracing zu bieten hat. Ein Titel, um den ihr in Sachen Atmosphäre nicht rumkommt. Dazu gekoppelt selbstverständlich dieser Tag-Nacht-Wechsel, dann wenn die Sonne untergeht und in die Nacht und ihr mit Beleuchtung hier unterwegs seid auf den diversen Tracks. Unglaublich stark, unglaublich gut. Das macht großartig Laune. Und dann möchte ich auch kurz auf diesen Multiplayer eingehen, das habe ich vorher erwähnt. Ganz leicht mit ein paar Klicks erstellt ihr eure Lobbys, dreht mit euren Kumpels so ein paar Runden. Super gelöst, Project Cars, da habt ihr echt großartige Arbeit geleistet. Ich würde mir dies in Race Room oder Assetto Corsa ebenso wünschen. Das macht wirklich Spaß, mit euren Freunden hier ein paar Runden zu drehen. Die Grafik, wie gesagt, an die tolle Atmosphäre gekoppelt, macht einen guten Job. Dazu die Performance. Bei Project Cars habt ihr bei diversen Strecken und Wettereffekten einiges an Ruckler zu verzeichnen. Da ist die Sache nicht richtig gut ausbalanciert, aber das Anti-Aliasing funktioniert relativ gut. Dankbar für VR-Nutzung. Das ist ein guter Job für Project Cars. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Zur Fahrphysik. Das ist ein Pferdefuß sozusagen bei Project Cars.
Da sind wir deutlich weit weg von Assetto Corsa. Das möchte ich euch jetzt gleich vorweg, noch vor dem Fazit rückmelden. Und zwar streut er relativ stark. Ihr habt Fahrzeuge, da ist die Fahrphysik wirklich gut, die ist adäquat, die ist ansprechend, kommt an Assetto Corsa nicht heran. Und dann habt ihr wieder Fahrzeuge, da habt ihr regelrecht einen Gummiboot-Charakter, wo man sich fragt, was ihr hier denn fährt, ohne irgendwelche Rückmeldung. Ich weiß nicht, an was das liegt, warum das so streut. Das ist nämlich nicht durchgehend bei Assetto Corsa gleichbleibend. Das nächste Thema, das gleiche betrifft auch den Sound. Beim Sound gilt hier, ihr habt jetzt nicht diesen Referenzsound wie bei Race Room, aber bei diversen Autos ist der sehr gut, der ist sehr brauchbar, und bei anderen habt ihr wirklich so einen Nähmaschinen-Sound, wo ihr euch fragt, wo ist denn der Sound geblieben? Auch hier gilt, testet die Fahrzeuge mal durch, achtet auf das, und ihr werdet hier auch eine starke Streuung auf jeden Fall bemerken. Zum Umfang gefällt mir Project Cars sehr gut, das ist von Beginn an weg, habt ihr guten Content, die gewohnten Rundstrecken, die ihr fahren könnt, und dann diese Long-Term-Tracks sozusagen, die California Highway, Azure Circuit oder Azure an dieser Küste entlang, diese Küstenstraße, sehr gut gelöst. Es gibt auch einige DLCs, die benötigt man nicht unbedingt, kann man dazu kaufen, muss man nicht. Der Content auch in Sachen Fahrzeug ist gut, verschiedene Fahrzeugklassen, tolle Fahrzeuge, sehr guter Job auch hier seitens Project Cars. Hierzu gibt es nichts Negatives zu berichten. Auch hier ein kleiner Walk-Around quasi auf dem Track. Ich steige hier aus meinem alten Lotus aus und schau mal, was hier die Project Cars Macher außerhalb gezaubert haben. Da werdet ihr jetzt gleich etwas erschrecken oder erstaunt sein. Ihr seht, ich steige hier aus meinem Lotus aus und betrachte das Fahrzeug mal von der Seite. Und dann werdet ihr etwas gänzlich vermissen. Das kommt euch etwas komisch jetzt vor. Ihr seht hier, in der virtuellen Realität werden die Räder, die ganzen Räder nicht gerendert. Ja, ich habe vorher das Wort Gummiboot verwendet in Sachen Force Feedback. Ja, die fehlen euch gänzlich. Das macht natürlich einen gewaltigen Immersionsbreak sozusagen. Ist wahrscheinlich nachvollziehbar, spart Performance in der virtuellen Realität, gerade bei der sehr guten und ansprechenden Grafik. Aber hier gibt es Abstriche. Der Walkaround ums Fahrzeug, den könnt ihr euch eigentlich sparen. Da fehlt das Wichtigste, da fehlen die Räder sozusagen. Der tut der Immersion einiges an Abbruch sozusagen. Und weiter geht es jetzt mit Project Cars 2. Wie sieht es aus mit dem Unterschied? Das vielleicht von euch wahrscheinlich neueste Game. Erst vor ein paar Wochen auf den Markt gekommen zum Release. Ich habe mir hier wirklich Zeit gelassen. Ihr findet hier wahnsinnig viel Gameplay-Videos schon im Netz. Schaut euch die an, da gibt es wirkliche YouTube-Profis hierzu, die jeden Tag euch mit diversen Videos quasi versorgen. Ich gehe jetzt wieder auf die Details ein, vergleiche jetzt mit Project Cars 1. Was hat sich getan seither? Atmosphäre nochmal, das große Highlight. Und ihr seht hier, ich bin hier im Nebel gestartet, hier an dieser Küstenstrecke entlang. Und ihr seht diese Nebelschwaden direkt plastisch hier in der virtuellen Realität auf euch zukommen. Das ist unfassbar gut. Das seht ihr so in keinem anderen Rennspiel dieser Welt bis dato. Ihr seht hier den Lichteinfall, die Lichtstrahlen, die Lichtbrechung, diese God Rays. Es ist fantastisch gelöst. Also Atmosphäre, jedes Mal Gänsehaut hier, wenn ihr ins Cockpit einsteigt und da eure Runden dreht. Da kann ich sagen, Hut ab, Project Cars, Atmosphäre, Tag-Nacht-Wechsel habe ich vorher erwähnt, das ist gleich geblieben. Wie sieht es aus mit der Fahrphysik? Die sehr wichtige Fahrphysik, die hat im Vergleich zu Project Cars 1 etwas zugelegt. Zugelegt im positiven Sinne. Ein wichtiges Feature, das die Project Cars Macher quasi eingebaut haben, war folgendes. Ihr könnt nun am Lenkrad diverse Knöpfe belegen. Ich halte euch das hier mit meiner Cam auch mal kurz vor Augen. Ich habe hier auf meinem Wheel eben diese diversen Knöpfe belegt, wo ihr das Force Feedback stärker machen könnt, schwächer machen könnt, und die Leichtigkeit, quasi das Handling des Force Feedbacks mit Up and Down, habe ich hier das gelöst, regeln. Das macht Spaß, das ist gut und wirklich wichtig, wenn ihr auf diversen Tracks unterwegs seid, um direkt übers Wheel agieren zu können. Pluspunkt auf jeden Fall in Sachen Force Feedback. An Assetto Corsa kommt es wie gesagt nicht heran. Ihr habt auch hier eine starke Streuung zwischen den Fahrzeugen. Gleiches gilt auch vom Sound. Selbes in grün wie bei Project Cars 1, da hat sich nicht viel getan. Von nahezu Top bis Flop ist wirklich alles dabei. Testet die verschiedenen Fahrzeuge, die verschiedenen Klassen auf jeden Fall durch. Was gibt es noch zu sagen in Sachen Grafik? Ebenso top im Vergleich zu Project Cars 1 hat sich da eher nichts getan. Ja, ein paar Community-Mitglieder von mir haben mir berichtet, und das kann ich auch nachvollziehen, die Performance von Project Cars 2 ist besser. Die ist auf jeden Fall besser. Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, da gab es einige Kniffe, der Developer, das ist toll.
Das freut mich. Aber wo ist der Haken an der Sache, wenn die Optik gleich aussieht und teilweise bei Project Cars etwas schlechter in der virtuellen Realität? Da wurde anscheinend am Anti-Aliasing oder irgendwo wurde gespart. Da wird mir berichtet, diese Regenfahrten und auch in der Nacht und so, da kommt das Ganze nicht mehr so ganz so smooth rüber. Ja, und diesbezüglich glaube ich, dass hier etwas eingespart wurde an der Kantenglättung. Das ist hier jetzt mal meine erste Vermutung. Aber die Performance sehr flüssig, auch mit Einsteiger-VR-Grafikkarten. Das Ganze funktioniert gut. Dann vom Multiplayer, gleiches wie bei Project Cars 1. Das Ganze ist sehr vorbildlich, das gefällt mir sehr gut. Und auch ebenso der Umfang, der ist reichhaltig. Da wird euch nicht langweilig, genug Content, Singleplayer und so weiter und so fort. Project Cars diesbezüglich eine klare Empfehlung meinerseits. Und auch hier jetzt dieser obligate Walkaround, da schauen wir, ob sich bei Project Cars jetzt am Rendern quasi der Räder wenigstens etwas getan hat oder auch hier eingespart wurde. Ihr seht hier tolles, ihr blickt hier über das Meer und die Sonne scheint hier rein, das sieht wirklich fantastisch aus von der Umgebung. Ja, und auch hier wurden quasi die Räder quasi verkleidet. Hier wird nichts gerendert, keine Speichen, keine Felgen, keine Bremssättel, nichts, da seht ihr gar nichts. Das sieht grässlich aus quasi in der virtuellen Realität. Das Auto wurde sogar hier hinten abgeschnitten, aus dieser Sicht. Und ja, das kommt der Performance zugute, klarerweise. Schade für unseren Walkaround, der funktioniert nicht gut. Das Setting drumherum, ihr seht das, wenn ich mich auf der Strecke umschaue. Es ist wirklich toll gelöst hier, diese Atmosphäre an der Küste, die Hochhäuser. Ja, das ist wirklich fein gemacht, Project Cars Macher. Diesbezüglich habt ihr gute Arbeit geleistet. Kommen wir zu unserer Zusammenfassung, zu meinem Fazit jetzt der Rennspiele, bevor ich auf die am Anfang angeteaserten Punkte noch eingehen möchte. Bleibt bitte dran. Zum Fazit, meine Nummer 1. Ich mache hier, ihr seid es gewohnt, gerne ein Rating und sage wirklich, was meine Nummer 1 ist und begründe dies auch gern. Nummer 1 meiner Sim-Racing Games, schwer zu erraten, ist nach wie vor Assetto Corsa. Der Grund, dieses perfekte Force-Feedback, das ihr bei keinem anderen Spiel in der vollen Bandbreite geboten bekommt, das ist unerreicht. Also Assetto Corsa Force Feedback Nummer 1, dann kommt dieses tolle Modding hinzu, wo ihr so viel aus diesem Spiel rausholen könnt, wie glaube ich bei fast keinem anderen Spiel. Grafik ist zeitgemäß, die Performance ist gut, der Sound ist durch die Bank sehr gut, gefällt mir sehr gut, also Assetto Corsa markiert meine fast schon klare Nummer 1 meiner Sim Racing Games. Auf Nummer 2, da tue ich mir schwer. Race Room oder Project Cars, ja, da tue ich mir wirklich schwer. Tendenziell eher Project Cars, weil ich Atmosphären-Fanboy bin. Trotzdem möchte ich Race Room nicht fallen lassen. Na, kommen wir zur Nummer 2, ich lege mich fest. Dann nehme ich jetzt Project Cars, in dem Fall Project Cars 2. Die Atmosphäre, wie erwähnt, jedes Mal Gänsehaut. Dann der Multiplayer so einfach zu bewerkstelligen, das macht Spaß. Mit der Fahrphysik kann ich halbwegs leben, manchmal besser, manchmal schlechter. Da darf ich nicht im Anschluss direkt Assetto Corsa spielen, sonst ärgere ich mich wieder zu viel. Vom Sound her, damit kann ich leben, der Umfang ist gut, die Performance bei Project Cars mittlerweile sehr gut. Meine Nummer 2, Project Cars 2. Wenn ich nach Project Cars 2 dann weitergehen würde, dann würde ich Race Room quasi auf die Nummer 3 setzen. Wenn ich Sound auf meinen Lauschern haben will, dann muss Race Room drankommen. Das kommt alle paar Wochen bei mir an den Start. Und jedes Mal wieder diese Soundatmosphäre, die kein anderes Sim-Racing-Spiel bietet. Dazu eine relativ gute Grafik, eine durchwachsene Performance, das muss ich zugeben. Und auch vom Content, ich habe da einiges an Geld mittlerweile versenkt und möchte nicht immer stetig dazu kaufen. Das bleibt bei mir erstmal so. Race Room meine Nummer 3, die Position 4 markiert Project Cars 1, ist etwas zurückgefallen von der Performance, etwas durchwachsen. Beim Force Feedback etwas schlechter als Project Cars 2, aber ansonsten kann es relativ gut mithalten, insofern ihr das bei einem Sale, das gibt es oft schon ab 6-7 Euro abgreifen könnt, zum Einstieg und zum Testen mitnehmen. Nehmt das Spiel mit, immer noch eine klare Empfehlung. So viel zu meinem Sim Racing Games Vergleich sozusagen, unsere Rangliste ist fertig. Jetzt im Anschluss möchte ich noch kurz auf die vorher versprochenen Punkte eingehen. Was erwartet euch in nächster Zeit? Die VR-Fanboys Ohren auf. Ich habe bei Kickstarter mitgemacht und ihr seht das, ich blende euch das mit ein. Pimax 8K, die erste 8K VR-Brille mit dem fantastischen Field of View. Ich habe hier einen Kontakt bzw. einen YouTuber, den ich sehr gerne verfolge, das ist voodoo.de, ich hänge euch den Link mit rein, der berichtet sehr cool und sehr neutral zu diesem Thema, alles an VR-Content.
Guckt bei dem mal rein, der ist hier ein richtiger Profi, auch mit einem Kickstarter-Backer, der hier auch mitmacht. Das waren ungefähr 6000 Leute, mich mit eingeschlossen, die sich über Kickstarter so eine Pimax gebackt haben. Die sollte im Jänner, das glaube ich nicht, wahrscheinlich Februar, März bei mir eintrudeln und dann gibt es von mir einen schön ausführlichen Vergleich zu meiner jetzigen Oculus Rift. Wie wird sich das Ding verhalten bei diversen Spielgenres und natürlich für euch Simracer interessant, wie sieht es aus mit der Pixeldichte, Screen Door Effekt und so weiter, Fernsicht, wird das Ganze besser, was macht das Field of View und so weiter. Ich bin richtig gespannt auf das Ding und freue mich, das in meinem Kanal euch dann zeitnah vorstellen zu dürfen. Ich hoffe, es ist bald soweit. Ja, soviel zum Thema VR. Die Anforderungen für Einsteiger. Hier hat bei Computerbase einen guten Test vor kurzem rausgehauen. Ich hänge euch den Link mit bei unten. Lest euch das durch. Was macht eine 1060 oder darunter mit VR? Da gibt es einige Kniffe der VR-Entwickler. Schaut da rein, wie könnt ihr kostengünstig mit VR einsteigen. Das rennt dann auch flüssig und gut. Besser als gedacht. Ihr müsst nicht wie ich da hier zu der GPU-Keule greifen. Ganz links seht ihr die Schachtel, ich habe vor kurzem eine GTX 1080 Classified verbaut, da unter meinem Tisch, wenn ich hier reingucke ins Gehäuse, da seht ihr die Werkeln. Meine 89 Ti von Zotac hatte einen Lagerdefekt und ging retour und wurde jetzt ersetzt. Das ist ich bin Pimax to go, ready to go sozusagen und bin gespannt, was geliefert wird. Dann brennend die Frage, die möchte ich noch abhandeln, sozusagen Direct Drive Fanatec. Das kommt das wurde mit mit Q4 2017 angekündigt. Ich glaube nicht, dass sich das noch ausgeht. Hier gab es einiges auf der Sim Racing Expo quasi zu vernehmen. Da kommt eine komplett neue Klasse auf uns zu. Ihr seht das hier auf meinem Cockpit drüben. Hier habe ich noch meine CSW V2 üblicherweise verbaut. Ihr seht den Content, den ich euch aufnehme, der ist immer frisch und quasi aktuell und zeitgemäß. Seht ihr noch das Stativ, CSW V2, das werkelt für euch bei mir im Moment, und hier oben seht ihr noch die CSL Elite Racing und CSL Elite. Ja, da kommt eine völlig neue Klasse überhalb vom Club Sport sozusagen auf uns zu, die wird preislich auch in einer komplett anderen Klasse angesiedelt sein. Fanatec quasi spricht zwei verschiedene Direct Drive Wheelbases an, eine etwas schwächere, stärkere, aber die werden auf einem ganz anderen Niveau rangieren, wie dies noch diese Belt-Driven, also riemengetriebenen Wheelbases tun. Da wird uns was komplett Neues erwarten. Die Community ist wirklich heiß darauf, hier Direct Drive endlich out of box erleben zu dürfen, ohne eigene Frickelei. Ihr könnt die ganzen Rims, Wheels da drauf montieren von Fanatec. Der Quick Release wird funktionieren, der wird supported. Ich gehe von mindestens einer doppelten Power zu einer CSW V2 an. Das Thema Clipping wird dann wesentlich leichter für uns zu handeln sein. Wir werden aus den Spielen noch weit mehr rausholen können. Und das Ganze kommt dann schon in Kräfte, die ihr fast in reellen Fahrzeugen dann erleben werdet. Ich bin gespannt, wie das Fanatec dann kommuniziert mit Befestigungsmöglichkeiten. Da wird eine Table Clamp vermutlich nicht mehr reichen. Und Fanatec hat diese Serie Podium Series genannt. Da kommen dann auch noch eigene Lenkräder anscheinend, eigene Pedale und vielleicht Shifter und so weiter und so fort dazu. Hier erwartet uns einiges. Ich versuche mich ranzuhalten, versuche da gleich mal ein Testen oder irgendetwas Testmuster zu ergattern, um euch da am Laufenden zu halten, und werde euch dann selbstverständlich diese Testvergleiche wie in gewohnter Art und Weise wieder aufbereiten. Ja, so viel von meiner Seite. Ich freue mich fürs Dabeisein. Ich habe mich zu Beginn des Videos schon bei euch Subscribern bedankt. Hängt euch mit rein, ob Einsteiger, ob Veteranen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Unser Channel growt, und ich sage nur noch C64-Tasse. Die werde ich an euch versenden, vielleicht in ein paar Monaten, wenn wir wirklich diese magische Abonnentenmarke knacken werdet. Keinen Stress, wenn ihr wochenlang von mir nichts hört. Ich arbeite im Hintergrund für euch. Ich habe aus diversen beruflichen und anderen Gründen nicht Zeit, stundenlang für euch reviewen zu können. Aber wenn was kommt, dann mache ich das in gewohnter Art und Weise detailliert. Nehme viele Stunden für euch Zeit. Ihr seid sehr wertschätzend diesbezüglich gegenüber, und wir werden diese Schiene weiterfahren. Keine Angst, subscriben, das wird nicht zugespammt. Kein Stress, ich bleibe am Ball, verbleibe mit besten Grüßen, VR-Grüßen, Sim-Racing-Grüßen und so weiter. Wir bleiben am Ball. Liebe Grüße, euer Ron.